Ramen, Udon-Nudeln, Katsu-Curry, so viele verschiedene Speisen auf japanischen Skihütten. Ihr habt gefragt und wir testen das Ganze. Und dafür bin ich hier mit Basti. Servus und Konnichiwa, Leute. Auf geht's, wir waren heute richtig stark powdern. Wie geht's dir? Ey, auf jeden Fall gut. Wir haben viel Schnee gegessen, deswegen hoffe ich, jetzt gibt es ein bisschen was Nahrhafteres. So sieht's aus, das machen wir jetzt. Hier ist die Hütte. Wir fahren ran, suchen uns einen Platz und dann kommt die erste Besonderheit. Kommt mit. Und einer der ersten Punkte, häufig in Japan, Cash Only. Also der Yen in Bar ist schon noch häufig sehr wichtig. Ihr könnt nicht überall mit Karte zahlen. Wir haben jetzt genug Bargeld dabei, von daher rein mit uns. Und wenn ihr dann eine typisch japanische Skihütte betretet, kann sie durchaus urig wirken mit viel Holz, doch im Vergleich zu den europäischen Skihütten sind sie meist etwas funktionaler aufgebaut. Was sofort auffällt, es gibt hier keine Bedienung am Tisch, wie wir es zum Beispiel aus Österreich oder anderen europäischen Skigebieten kennen. Wir erstellen übrigens am Ende des Videos ein Ranking und bewerten das Essen aus Japan im Vergleich zu Europa und Nordamerika. Wir suchen uns zunächst einen Platz und bestellen dann entweder am Tresen oder, ganz typisch japanisch, an einem Automaten. Hinter den einzelnen Tasten sind die verschiedenen Gerichte hinterlegt. Meist findet ihr Bilder über oder neben dem Automaten, wo man in etwa sieht, was man bekommt. Bezahlt wird in der Regel direkt am Automaten. Nach der Bestellung bekommt ihr kleine Zettel ausgedruckt, die ihr anschließend, der japanischen Höflichkeit halber, mit beiden Händen in der Küche abgebt. Erst dann wird euer Gericht frisch zubereitet. Auch Softdrinks und andere Getränke bestellt man häufig an Automaten, mit der Ausnahme von Bier. Das gibt es je nach Hütte zum Glück auch frisch gezapft. Aufgetischt. Sieht gut aus? Viele Speisen, ja, ich hab Bock, ich habe echt Schmacht. Und ihr seht hier schon einiges. Wir beginnen mit einer Vorspeise und da die Miso-Suppe werden wir probieren. Dann kommt auch was ganz Besonderes noch ins Spiel. Später am Ende des Videos der Aal, habe ich noch nie probiert. Gegrillter Aal auf Reis, okay. Und der Klassiker probieren wir aber erst Ramen. Für Japan ganz typisch. Dann kommen wir über Udon-Nudeln. Die sind häufig auch in vegetarischer Form eines der klassischen Gerichte hier auf den japanischen Hütten. Dann kommen wir über einen weiteren Klassiker, das Katsu-Curry, und probieren am Ende den Aal. Nichts wie auf. Was hast du hier noch? Ja, das sind Pickles, zweimal. Einmal hier Paprika-Pickles und das ist Ingwer. Starten wir rein. Mit dem Süppchen. Ja, Basti, bist schon ein paar Tage in Japan jetzt. Hast schon viel an Essen ausprobiert. Wie gefällt dir generell die Küche? Also generell finde ich halt voll nice, dass die Sachen einfach nicht so mächtig sind. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen der Klassiker. Das könnte auch jetzt die Rinderbrühe mit Brotstückchen sein, was man so in Österreich auf den Hütten isst. Aber Ja, stimmt. Frikatensuppe vielleicht, das ist auch in Österreich. Ja. deswegen bei der Suppe nicht, aber gleich bei den Hauptspeisen, da merkt man schon die Unterschiede. Die tut einfach richtig gut. Miso-Suppe ist erstmal so ein guter Starter, wenn irgendwie der Skitag kalt war. Was wir jetzt oft hatten, bei so minus 15 Grad kommt man rein und dann erstmal so ein Süppchen, das wärmt von innen. Und was hier klassisch ist, es wird natürlich mit Stäbchen gegessen. Da sind wir mittlerweile auch relativ geübt drin. Ne? Ich gebe dir auch mal hier ein paar Stäbchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die Miso-Suppe mit Löffel isst oder sie so wie wir gerade trinkt. Ich glaube, man trinkt sie und eben die Algen, die hier drin sind, essen wir mit Stäbchen. Das ist natürlich auch sehr besonders. Der Löffel an sich wird hauptsächlich bei einem Curry eingesetzt, aber bei Ramen zum Beispiel essen die Japaner nicht mit dem Löffel. Es wird ausgeschlürft und mit den Stäbchen vor allen Dingen auch einfach ganz andere Kultur als bei uns. Es wird sehr viel geschlürft, wirklich laut geschlürft. Das Schlürfen ist ein Zeichen von Schmacko. Es schmeckt. Also Vorspeise, dann vergleichbar vielleicht mit einer Fritatensuppe. Schmeckt aber auf jeden Fall auch anders. Ja. Miso-Suppe ist wirklich lecker. Also klare Empfehlung, wenn ihr in Japan seid. Bestellt euch vorneweg eine Miso-Suppe, meist nicht so teuer. Und jetzt kommen wir zum Klassiker, dem Ramen. Und während Basti den ersten Schlag probiert, es ist halt eine Brühe. Dabei gibt es verschiedene Brühen, die ihr auswählen könnt. Das ist jetzt zum Beispiel eine Sojabrühe. Gibt es aber auch in Miso-Brühe etc. etc. Und du machst das schon gut, du schlürfst. Nudeln mit drin. Und was meistens oben drauf ist Schweinebauch. Es gibt Ramen, aber auch vegetarisch. Hier zum Beispiel aber eben nicht. Also
ganz viel mit, ne? Also der Klassiker ist mit Schweinebauch. Ja. Und da kommen wir direkt zu einem der größten Punkte. In Japan vegetarisch zu essen, komplett. Es geht auf jeden Fall, aber es ist ein bisschen schwieriger, insbesondere in Bezug auf Eiweiß. Ja, die Auswahl ist nicht so groß. Aber es ist auch so ein bisschen, was man dann kennt. Sushi ist Fischbasis. Ja. Und dann auch andere Speisen wie halt Curry, wie hier so. Da ist halt immer ein bisschen was mit bei. Ja, genau. Also die Brühe ist ja schon mit Fleisch angesetzt und das macht sie auch eben so schmackhaft. Ramen sind ein sehr, sehr sättigendes Gericht. Hau rein. Die nächste Ladung hier. Wir werden noch zu professionellen Essenstestern. Ein bisschen was Frisches auch machen. Was du ja auch meintest übrigens hier auf den Hütten, Thema Besteck. Ja. Ganz wenige Hütten haben ja auch einfach wirklich Messer und Gabel. Also die meisten haben ja wirklich auch einfach nur den Löffel und die Stäbchen. Also da vielleicht wirklich fort mal ein kurzes Tutorial angucken, wie das funktioniert. Ansonsten kann man mit der Hand reingreifen, aber das ist dann schon auch eine Oder Führung. du versuchst einfach mit 2 Händen und den Stäbchen. Also was schwieriger ist auf jeden Fall. Ist auch zu erwähnen, dass auf japanischen Skihütten immer das Wasser umsonst ist, was der Hammer ist. Wirklich stark. Du kannst in die Hütte gehen, es gibt immer Wasser for free. Ja, noch nicht mal ja auf der Hütte, ne? Ja. Sogar in der Stadt, selbst in Tokio könnt ihr aus dem Wasserhahn trinken. Das hat mich völlig umgehauen. 37 Millionen Menschen, Wasserhahn, clean, super Wasser. Und ja, das muss man sagen, das ist ein mega Service und das vermisse ich schon in den Alpen. Das insbesondere auf einer Skihütte ist schon immer so, man kann dann nach Leitungswasser fragen, aber man wird halt schon so ein bisschen angeschaut in den Alpen. Ja. Ein bisschen. Einfach nur fair. Also, Tut kein weh. nee, da finde ich, wird bei uns teilweise viel zu großer Pohai drum gemacht. Schmeckt mega lecker. Ich finde, Ramen ist einfach eine sehr, sehr gute Skifahrerspeise, weil es ist schon kräftig, man hat schon das Gefühl, man hat ordentlich was gegessen, aber es stopft halt nicht so sehr. Ne? Ja, einmal das und was ich halt auch noch so geil finde, ist ja, das größte Problem, was wir alle oft haben, wir trinken super wenig. Ja. So, und wenn du hier jetzt ein Glas Wasser dir gönnst, hier die ganze Brühe noch getrunken hast, dann hast du auch dem Körper mal ein bisschen was an Flüssigkeit gegeben. Das ist so. Salzig ist es aber auch, das heißt, du musst ordentlich Wasser nachtanken. Ja, was ist deine Bewertung zum Ramen? Ich finde Ramen voll geil. Jetzt vor allem auch dieses wirkliche japanische Ramen. Ich glaube, es gibt noch viele Abwandlungen, dann auch mit allen möglichen weiteren Sachen und so weiter und hin und her. Aber so ein klassisches japanisches Ramen, voll geil. Ja, also Rahmenbewertung von 5 Sternen, wie viele würdest du geben? Nicht jetzt konkret auf das, sondern auf die Speiserahmen auf japanischen Skihütten. Eigentlich deutsche Mentalität sollte ja immer Luft nach oben sein, aber ich würde tatsächlich 5 von 5 Ja. raushauen. Ich finde es voll geil, als Mittagsspeise voll geil. Geht mir Du auch bist satt, du bist hydriert und du hast keinen mega vollen Ranzen. Ja. Also Ramen ist bei uns beiden sehr akzeptiert, sehr beliebt. 5 von 5. Gehen wir weiter über die Speise, die wie gesagt häufig gewählt wird, wenn man sich vegetarisch ernähren möchte. Udon-Nudeln, hier in dem Fall wirklich auch ohne irgendeinen Fleischzusatz, vegetarische Brühe. Probieren wir mal, bitte sehr. Interessant, weil das sind jetzt eher so Vollkorn-Udon, keine Ahnung, was das ist. Ja. Aber die anderen, die wir hatten, waren auch eher dann... Dickere Nudeln, ne, die aus Weizenmehl sind. Die hier sehen ein bisschen so aus, als wären sie ja eine andere Art von Mehl. Steigen wir mal ein. Steigen wir mal ein. Und ja, Basti hatte recht, das waren keine Udon-Nudeln, zumindest nicht im klassischen Sinne. Udon sind dick, weich und aus Weizen, meist sehr neutral im Geschmack, in einer leckeren Brühe. Hier hatten wir Soba mit Buchweizen, was ich fälschlicherweise in der Kategorie Udon bestellt habe. Die Nudeln sind etwas kerniger, nussiger und ja, schmecken ein bisschen gesünder. Genau deshalb waren wir beide etwas verwirrt, weil es nicht so geschmeckt hat, wie wir es erwartet haben. Da muss man jetzt differenzieren. Das Gericht hier ist jetzt geschmacklich nicht so intensiv wie Ramen, ne? weil halt kein Fleisch drin ist, ne? Und auch keine Rinderbrühe oder so oder keine Schweinebauchbrühe. Ja, und dann hast du natürlich weniger Fett und damit weniger Geschmacksträger. Ich würde aber grundsätzlich sagen, Udon auf so 4 Sternen bei mir. Ich fand die Speise an sich in vielen Hütten mega lecker und würde ich mir auch bestellen, wobei ich Ramen vorziehen würde. So ist es bei mir. Ja. Okay, sehr gut. Udon probiert. Gehen wir weiter. Schauen wir mal auf das Katsu Curry. Auch da gibt es verschiedenste Variationen, die wir auch schon probiert haben. Manchmal mit einem kleinen Salat noch an der Seite. Stimmt, manchmal noch mit Ei oder so. Ja, aber grundsätzlich
Schwein, Reis und eine Brühe, die auch nochmal mit Fleisch angesetzt ist. Das ist, glaube ich, Rind. Genau. Und Frittiert. Jetzt wird es ein bisschen schwerer. Boah, das ist ein dickes Stück, ey. Okay. Ja, wir waren ja vorher eher so im Suppengame. Das ist halt jetzt schon direkt, allein nur vom Essen her, das ist halt jetzt ein richtiger Klotz hier. das ist ein japanisches Curry. Und so ist das hier so schon eher mild würzig, aber eben ein bisschen würzig. Es ist leicht scharf. Ja. Aber das geht. Meistens kann man, aber in den anderen Läden könnte man ja auch wählen, so zwischen einer Pepperoni, 2 oder 3. Und der Peter, der Freund von ihm, mit dem wir Skifahren waren, der hat einmal 1 genommen, der war schon richtig am Schwitzen. Wäre jetzt mal interessant, vielleicht hat einer von euch ja hier mal das gegessen, mit mal dreifach Chili Pepperoni scharf, dass dann so passiert. Boah, ich geht schon dabei. Geil. Ja. Aber rein vom Geschmack her finde ich sehr lecker. Ist eben auch, wie du sagst, nicht so scharf. Deswegen kann man das gut machen. Mit der Panade hat man jetzt hier natürlich auch gute Geschmacksträger durch das Fett. In Summe aber auch wieder ein Essen, wo ich da sagen würde, selbst wenn man sich jetzt so eine Portion reinzieht, ist man danach nicht so mega voll, sondern man ist sehr gut gesättigt. Ja. Ja, verstehe. Bewertung? Wahrscheinlich so bei 4 von 5. Ja. Ich würde eher den Rahmen, glaube ich, mir reinhauen, wenn ich die Wahl hätte. Deswegen Rahmen 1 höher. Aber danach. Geht mir auch so. Aber wenn man richtig Hunger hat, ist Katsu Curry auf jeden Fall eine gute Wahl. Also 4 von 5, lassen wir so stehen, ist bei mir auch so. Und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir noch eine spezielle Speise. Es gibt natürlich noch viel mehr Speisen auf japanischen Hütten. Ihr könnt gerne mal kommentieren, was ihr noch alles so kennt. Aal. Haben wir beide noch nicht probiert in der Form? Starten wir mal durch. Es hat so eine Barbecue-Soße, ne? so eine Barbecue, so eine süß-saure Soße eigentlich. Ich finde es schon lecker. Ich finde es auch sehr lecker, ja. Nicht so glibberig, wie ich erst dachte. Wo sind wir da preislich? Teuer. Ja. 25 Euro. Boah. Okay. Deswegen quasi in den Speisen, die wir jetzt hatten, kriegt der Aal dann von mir die 3 von 5. Das ist für mich jetzt hier von den Speisen hier das. Leistungsverhältnis hat für dich nicht gepasst. Genau, rein geschmacklich schmeckt schon auch gut, aber Ramen und Katsu Curry liegt drüber, deswegen kommt der nochmal 1 zurück. Ja, ist, glaube ich, eine gute und faire Bewertung. Ist aber ein sehr leckeres Essen. Also in Sachen Geschmack würde ich allem hier wirklich über 4 Sterne geben. Und Preis-Leistung ist jetzt hier ein bisschen niedriger. Deswegen sind wir vielleicht in der Mitte, dass ich eine 4 gebe, du eine 3. 3,5 von 5. Und das bringt uns so ein bisschen zum Fazit, weil aufessen werden wir natürlich gleich noch. Das wird dann eine ziemliche Essensschlacht, kriegen wir hin. Aber das Video sollte ja vor allen Dingen mal verdeutlichen, was es alles an Speisen auf japanischen Skihütten gibt. Wir haben euch jetzt hier mal eine Auswahl hingestellt. Es gibt noch viel, viel mehr. Fakt ist, dass das Essen hier von hoher Qualität ist, lecker ist und im Vergleich zu den Alpen in meinen Augen, das hast du ja auch ein paar Mal betont, leichter. Und wenn wir das Ganze jetzt mal international einordnen, wir nehmen mal Nordamerika als Kulinarik, wir nehmen die Alpen, das ist natürlich sehr umfassend, die Alpen mit Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz und wir nehmen hier Japan und den asiatischen Raum. Wie würdest du die japanische Küche da einordnen? Platz 1, Platz 2 oder 3? Natürlich immer ein bisschen, worauf man Bock hat. Also erstmal vielleicht von unten angefangen, da würde ich auf jeden Fall die Amerikaner ansiedeln. Da ist für mich keine wirkliche Hüttenkultur gewesen und Pizza, Burger, ja. Poutine in Kanada. Poutine Aber das ist kann man alles- machen, aber das ist jetzt wirklich überhaupt nichts Besonderes an Speisen. Ja. Dann Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da häufig schwierig, wie generell beim Skifahren in Nordamerika. und ja, dann wird es halt einfach schwierig, finde ich, Alpen, Japan, weil es einfach komplett kernunterschiedliche Sachen sind. Ja. Ich meine, so eine Ladung Käsespätzle nach dem Skifahren, voll geil, esse ich auch richtig, richtig gerne. Aber wenn wir jetzt einfach nur gucken, Mittagszeit, mittags auf der Hütte, was Leichtes rein und so, und dann sind die Japaner, finde ich, ein kleines bisschen vorne, weil die Speisen nicht ganz so kräftig sind, wie wir in den Alpen haben. Aber das ist schon richtig. Also hier müssen wir ein bisschen locker bleiben. Österreich macht es anders als jetzt Südtirol, als Frankreich und so weiter und so weiter. Und selbst darunter gibt es ja nochmal riesen Unterschiede. Ja. Aber das, was ich so hatte, egal in welchem Land da, war meistens dann doch ein bisschen kräftiger, ein bisschen schwerer, ein bisschen mehr nochmal in Butter angebraten etc. etc. Und das ist hier halt nicht der Fall. Dementsprechend finde ich Alpen auf Platz 2. Super leckere, tolle Speisen.
Aber wenn man jetzt einfach nur sagt, was leichtes, schnell verdauliches, für auch einfach wenig Geld, dann ist jetzt so eine Ladung Ramen hier schon absoluter Killer. Gehe ich voll mit. Als ob wir es abgesprochen hätten, haben wir aber nicht. Es ist so, ich bin genauso wie du der Meinung, Japan auf 1. Vielleicht ist es aber auch gerade, weil ich jetzt das gerade hier so spannend und gut finde. Seit ein paar Wochen bin ich jetzt hier und finde das Essen einfach mega lecker. Und entsprechend ist das ganz klar mein Platz 1 jetzt gerade. Dann kommen die Alpen, das gewohnte Essen, sage ich jetzt mal. Und dann kommt Nordamerika. Wir haben es für euch getestet. Vielen Dank, Basti, dass du mit dabei warst. Gerne, das war eine nette Aufgabe. Noch nicht ganz fertig. Das werden wir gleich noch mal beenden hier und dann geht es weiter zum Skifahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen zum Essen habt, auch zu den Preisen, packt sie gerne unten in die Kommentare und euch weiterhin eine gute Skisaison. Gönnt euch auch mal was Leckeres auf den Hütten. Hier Video zum Skifahren in Japan. Ja genau, Video zum Skifahren. Vielleicht auch ein Video von Basti hier verlinkt und der Kanal von Basti ist genau dort auch verlinkt. Abonnieren nicht vergessen. Leute, gute Zeit. Ciao. Ciao. So.